Meine Freunde, es ist soweit. Ich darf euch das neue Filterset von meinem YouTube-Kollegen Duna vorstellen in Zusammenarbeit mit Freewell. Was ist das? Das sind super schlanke Magnetfilter, die ihr zusammengepackt in dieser Form transportiert. Das heißt, ihr habt einen Rückdeckel aus Metall, ihr habt einen Frontdeckel aus Metall, der gleich noch eine integrierte Graukarte hat. Das bedeutet, wenn ihr mal nicht wisst, wie der Weißabgleich ist, ja, dann könnt ihr diese Karte einfach hier in eure Lichtstimmung könnt ihr einfach ins Bild halten. So, ich zeige euch das hier mal. Dann könnt ihr das einfach so ins Bild halten und dann macht ihr ein Foto mit diesem Filterdeckel zur Kamera zugewendet. Und dann macht ihr das gleiche Foto ohne. Und später geht ihr in Photoshop oder in einer anderen Bildbearbeitungssoftware her und könnt dann eben die Weiß-, Grau- und Schwarzpipette setzen. Vorsicht, das ist keine Schwarzfalle, ne, so wie man das aus den Würfeln kennt, sondern das ist eine Schwarzfläche. Also hier ein bisschen aufpassen, dass dann die Tiefen nicht zu dunkel werden. Aber ich sage mal, die meisten werden nur die Graupipette hier verwenden. Also super klasse Idee, gefällt mir sehr gut. Das Ganze ist natürlich magnetisch. Das Prinzip funktioniert so, ich zeige euch die Filter gleich im Detail. Also ihr bekommt einen Magnetfilterring, müsst ihr euch dazu ordern zu eurer Objektivgröße. Diese Rundfilter sind immer die gleichen, die gibt es nicht in unterschiedlichen Durchmessern. Und das hat ganz einfach den Vorteil, ihr kauft einmal dieses Set und kauft euch jeweils nur einen passenden Magnetring für euer Objektiv. Ich habe hier das OM50-200 und habe mir gedacht, hey, das wäre doch gleich mal schön, wenn ich hier dieses Set an dem OM nutzen kann. Und dann habe ich mir hier dieses 77 mm Set bestellt. Ihr könntet natürlich auch tricksen und könntet gleich einen 82er nehmen und dann mit einem Step-Up-Ring das auch an kleineren Objektiven verwenden. Aber ich sage mal, dieser Ring hier ist ja nicht das Problem. Den kann man ja, wenn ihr zum Beispiel 10 mal 67 mm Objektive zu Hause habt, dann kauft euch halt einen 67er. Dann habt ihr vielleicht noch ein größeres Objektiv, dann kauft ihr halt noch einen zweiten dazu. Also dieser Ring, den kauft ihr halt eben passend zu eurem Objektiv, während dieses Set immer gleich bleibt. Das ist der Vorteil. Ihr müsst nicht ständig Geld ausgeben, irgendwie sagen, ach, jetzt brauche ich noch einen kleineren Filter, jetzt brauche ich wieder einen größeren Filter, sondern dieses Set, und das ist eben der Trick dabei, ist immer groß. Ja, das passt eben auch auf kleine Linsen dann logischerweise. Ja, ich kann euch das jetzt mal zeigen. Das hier ist der Glow Mist Filter, ein Achtel. Ja. Wenn ich den jetzt hier auf mein kleines Sony 40 mm drüber halte, dann seht ihr eben schon, man sieht das auch schön, diese Körnung, die da aufgesprayt ist, diese silberne gegen die Sonne, wunderschön gemacht. Und ihr habt gesehen, es wäre jetzt egal, ich müsste einfach an dem kleinen Objektiv den entsprechenden Magnetfilter haben und dann funktioniert das auch. Das erste, was mir an diesem Magnetfilter-Set unheimlich gut gefällt, ist seine Robustheit. Ja? Also da kann ein Auto drüber fahren. Ein Panzer will ich jetzt nicht gleich sagen, aber das ist halt robust. Ihr habt vorne einen Metalldeckel, ihr habt hinten einen Metalldeckel, dann schmeißt ihr das einfach so in den Rucksack, wenn ihr Lust habt. Oder ihr nehmt das schöne Case, was auch mitgeliefert wird, was ich immer besonders nett finde von Freewell. Die tun ja dann auch immer ihren kleinen Karabiner rein und ein kleines Putztuch ist auch dabei. Und diese Sets gibt es halt eben als Fotografie-Set. Ich habe hier das Fotografie-Set und das gibt es aber auch nochmal als Videoset. Hier sind so ein paar andere Filter mit dabei, die bei Video-Content-Creator vielleicht mehr Sinn machen. In dem Fotoset habt ihr einen UV-Schutzglasfilter. Ich weiß, viele von euch nutzen die gar nicht mehr, weil ja die UV-Schutzschicht ist ja eigentlich vor dem Sensor aufgebracht beim Sensorhersteller. Aber manche nutzen es doch eben, um ihr Objektiv vorne zu schützen. Das bedeutet, den UV-Filter hier, der ist glasklar, den könnt ihr immer vor eurer Linse lassen, wenn ihr das möchtet. Dabei ist natürlich klar, dass dieser Durchmesser dafür sorgt, dass ihr dann eben nicht mehr eure Gegenlicht- und eure Störlichtblende drüber bringt. Das ist halt auch Teil der Wahrheit. So, wenn ihr den UV-Filter drauf habt, dann könnt ihr sagen, hey, heute möchte ich mal mit dem ND64 fotografieren. Das ist ja wirklich ein schöner Filter, der einfach Wasser weich zeichnen kann. Einfach eine schöne, kürzere Langzeitbelichtung, sage ich jetzt mal, wo noch eben ein bisschen Dynamik drin ist, je nach Licht natürlich, je nachdem, wie stark die Sonne scheint oder zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr diesen Filter anwendet. Also nachts zum Beispiel könnt ihr da sehr lange Wasserfälle weich zeichnen, tagsüber vielleicht nicht ganz so arg. Und dafür ist dann eben auch noch ein ND1000 an Bord. Der hat ja dann eben 10 Stops, die der hier eben abdunkelt. Ja, also der ist ganz schwarz natürlich, ja, wie wir das von einem ND1000 gewohnt sind. Und dann haben wir eben noch einen zirkularen
Polfilter. Das bedeutet, den packt ihr einfach vorne drauf und könnt den dann eben so eindrehen, wie ihr das möchtet. Ihr seht hier mal 2 Beispiele gegenübergestellt. Das eine ist ohne eingedrehten Polfilter. Hier seht ihr deutlich auf der Vegetation, auf den Blättern mehr Spiegelung. Obwohl das noch ein Sonnenaufgangslicht ist, ist das schon ein bisschen so hässlich, würde ich sagen, von der Lichtwirkung. Und wenn ihr das mal vergleicht mit dem Polfilterfoto daneben, da ist der Himmel blauer, da sind die Farben eben stärker, weil diese Spiegelung auch auf Blättern, also das geht nicht nur für Wasser. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel an der Küste Sardiniens seid, ja, kann ich mal ein Beispiel aus meinen Field Notes nehmen. Da seht ihr hier, das haben wir ja in dem PDF besprochen, warum ein Bild wirkt und wie es entsteht. Das seht ihr, da habe ich mit einem Polfilter, und das erkläre ich dort natürlich auch, diese Oberflächenspiegelung weggebracht. Und das ist natürlich in Sardinien oder in der Karibik genial, weil da ist das Wasser türkisblau, da könnt ihr bis auf den Grund schauen. Und auf den Grund schauen könnt ihr aber erst, wenn ihr eben die Spiegelung auf der Oberfläche durch einen Polfilter beseitigt. Also das ist der Effekt, den eigentlich ein Polfilter tut. Die Arbeitsweise ist natürlich die, ihr baut die Filter von hinten auf. Das heißt, ihr habt hinten natürlich, wenn ihr wollt, erstmal euren UV, dann habt ihr vielleicht einen ND64 davor und davor macht ihr natürlich euren Polfilter, denn den müsst ihr dann eben noch vorne bedienen können. Also das wäre eben so der Tipp, dass ihr den Polfilter ganz vorne ansetzt und dann könnt ihr da eben die Stärke dann eindrehen. Sehr, sehr gefallen hat mir im Fotografie-Set auch der Glow Mist Filter. Er wirkt fast so, als wäre er mit so einem Silber Spray angesprayt worden, also hat ganz tolle, der faltet euch einfach das Licht auf. Also viele wissen ja nicht, was macht eigentlich ein Mistfilter. Also wie der Name es schon sagt, es geht um Dunst, es geht um Stimmung, ja. Und das ist so, wenn ihr eine Lichtquelle habt zum Beispiel. Ihr fotografiert einen Kronlüster mit Kerzen drauf, ja. Und dann ist das so, sobald ihr diesen Filter drauf macht, dann hat nicht nur die Haut einen weichen Schimmer, sondern auch jede Kerze hat dann so einen weichen Glow drauf oder jede Glühbirne, was ihr auch immer habt. Das funktioniert natürlich auch draußen in der Natur. Ihr seht das hier, wenn wir gegen die Sonne fotografieren oder so ein bisschen rein und die Sonne streift so diesen Filter mit diesen silbrigen Partikeln drin, dann haben wir so einen weichen Glow drin. Also ich liebe diesen Effekt und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn ihr irgendwie jemanden habt, den ihr in einem Kornfeld bei Sonnenuntergang reinstellt und den so ein bisschen stimmungsvoll oder die ein bisschen stimmungsvoll fotografieren wollt, dann hat das alles so einen weichen Glow. Die Sonne, die bounced hier so ein bisschen in den Filter rein und das gibt super viel Stimmung. Also das ist auch etwas, was man dann in Lightroom nicht immer so perfekt umsetzen kann. Ne? Man kann helle radiale Filter setzen, die einen ähnlichen Effekt erzielen, so wie in meinem Lights-Paket für Lightroom. Da kann man das auch. Aber so ein silbriger Filter, der macht das halt auch eben an Punkten, wo ihr vielleicht in Lightroom dann einfach vergesst, das nochmal zu betonen. Also es geht einfach über das gesamte Bild, der Effekt. Ihr habt hier eben im Fotografie-Set diese 5 Filter, den Glow Mist Filter, den UV-Filter, einen ND64, einen ND1000 und dann eben den zirkularen Polfilter. Und besonders toll finde ich natürlich die Deckel, die eben das total schützen und da die schöne Idee, dass wir dann eben nicht nur Karabiner und Objektivputzzug dabei haben, sondern eben auch eine schöne Graukarte. Jetzt habe ich es euch falsch gezeigt, natürlich ist sie dann hier zu sehen. Ja, also ihr könnt natürlich hier diese Filter dann eben stufenweise abnehmen, wie eine Art Bajonettverschluss. Sie sind magnetisch und haften eben sofort aufeinander. Und das macht das Ganze eben sehr praktisch und vor allem auch sehr kompakt. Überlegt mal, wenn ihr die in der Tasche habt, ja, dann habt ihr alles dabei. Wenn ihr jetzt anfangt, sowas einzeln zusammen zu kaufen, dann hat jeder Filter sein eigenes Case dabei. Dann habt ihr 1000 Case dabei, vor allem auf Reisen fürchterlich umständlich. Sowas hier, das packt ihr halt einfach rein, schmeißt es in die Tasche und das nimmt kaum Platz weg. Das finde ich den tollen Effekt dabei. Natürlich ist das kein linearer Filter, ne? Wenn ihr Horizonte habt, wollt einen linearen reinschieben, das ist wieder was anderes. Das hier ist ein reines Rundset. Danke für eure Zeit, danke, dass euch das interessiert hat. Dann sehen wir uns mal wieder zu einem nächsten Video. Alles Gute bis dahin und tschüss.